Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, um eine Frage zu beantworten, die Sie mir hinterlassen haben: Warum kommt Wasser aus dem Auspuffrohr, wenn der Motor kalt ist? Nun, Sie haben vielleicht gehört, dass Wasser auf Kondenswasser zurückzuführen ist, verwandelt sich aus Wasserdampf aufgrund der Kondensation der Temperaturänderung, von heiß nach kalt, weil es sich in eine Flüssigkeit umwandelt. Aber wie gelangt dieses Wasser in den Auspuff? Nun, es gibt zwei entscheidende Faktoren. Erstens, die Kraftstoffe, und abgesehen vom Katalysator, erkläre ich, die Kraftstoffe. Ein Teil des Kraftstoffs, sowohl Benzin als auch Diesel, ein kleiner Teil ist Wasser, also wird der Kraftstoff verbrannt, wenn er in die Brennkammer eintritt. Aber ein Teil dieses Kraftstoffs ist, wie gesagt, Wasser, und das Wasser, es wandelt sich in Wasserdampf um, der mit den Abgasen vermischt austritt. Aber abgesehen davon trifft ein Teil des Kraftstoffs, der nicht im Brennraum verbrennt und in Richtung Auspuff austritt, auf den Katalysator, und der Katalysator muss dann in großer Höhe auf Temperatur, damit es funktioniert. Ein kalter Katalysator ist für uns nutzlos. Im Prinzip muss er auf Temperatur kommen. Dann aufgrund der hohen Temperatur und zusammen mit den Edelmetallen, die er hat. Sie wissen schon, Palladium, Platin, Rhodium, was er tut: es zerlegt jene Brennstoffe, die nicht verbrannt wurden, es zerlegt sie. Sie sind tatsächlich da, wenn sie in Form von Gas ankommen. Deshalb erhitzt es sie. Es muss sie erhitzen, um sie zu zerlegen. Es zerlegt sie in Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasser. Das Wasser wiederum, aufgrund dieser Temperatur, weil es direkt in Wasserdampf umgewandelt wird, das geht sehr schnell, in Zehntelsekunden. Naja, das passiert später, wenn man das Fahrzeug anhält, wie es gibt einen Teil dieses Wasserdampfs im Auspuff selbst. Sobald der Auspuff abkühlt, verwandelt er sich, wie ich schon sagte, von Gas in Flüssigkeit, was Kondensation wäre, das Phänomen der Kondensation. Naja, außerdem hast du es fragte mich, wie gut es ist, wenn man das Fahrzeug beschleunigt. Manchmal siehst du weißen Rauch, wenn du beschleunigst. Du siehst weißen Rauch, denn dieser weiße Rauch ist derselbe Wasserdampf. Was passiert? Während es funktioniert, ist es im Normalbetrieb kaum wahrnehmbar, aber wenn du beschleunigst, triffst du auch eine Beschleunigung. Beim Überholen oder Bergauffahren beschleunigen Sie das Fahrzeug. In dem Moment, in dem Sie darauf treten, werden Sie sehen, weil mehr von diesem Wasserdampf konzentriert ist und deshalb dieser weiße Rauch sichtbar wird. Das heißt Wasserdampf, wenn es so ist, etwas sporadisch, nur beim Beschleunigen ist das kein Problem, es ist etwas Normales im Fahrzeug. Nun, ich hoffe, dass dieses Video alle Zweifel ausgeräumt